So, gibt es Gott? Die Leute haben diese Frage schon immer gestellt. Sie hatten griechische Götter, römische Götter, verschiedene Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Islam, Judentum, Christentum. Viele. Aber warum? Ich glaube, in der Regel wussten die Menschen nicht, wie sie verschiedene Fragen beantworten sollten. Insbesondere über Naturphänomene. Warum regnet es? Warum schneit es? Warum donnert es? Auch die Fragen über den Tod. Was passiert nach dem Tod? In jedem Menschen steckt also diese Frage nach Wahrheit, nach Sinn, nach mehr. Wir werden mit so vielen Fragen, mit so vielen Meinungen und Bildern konfrontiert heutzutage. Was soll ich denn dann noch glauben? In mir sind so viele Fragen. Warum bin ich? Was soll ich in meinem Leben machen? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Die Gesellschaft und die Medien, die Wissenschaft geben uns Antworten, versuchen es zumindest, notdürftig. Aber stellt dich das zufrieden? Erfüllt dich das? Im Laufe der Zeit konnten wir viele Fragen mit Hilfe der Wissenschaft beantworten. Wir wissen, warum es regnet, warum es schneit, warum es donnert. Und ja, vielleicht auch deshalb die Frage, ob Gott existiert, für viele Leute nicht oder unverständlich und verrückt ist. Fast wie aus einem Märchen. Wie, gibt es Drachen, gibt es Hexen, gibt es Feen, gibt es Gott? Aber ja, ich glaube, es ist eine vollkommen rationale Frage. Aber wenn ich nicht mehr in meinem Zimmer bin, wenn ich hinausgehe, wenn ich meine Augen öffne für das, was um mich herum ist, dann kann ich nur noch staunen. Dann kann ich nur noch sagen, wow. Wenn ich die Wärme der Sonne auf meiner Haut spüre, wenn ich sehe, wie die Sonne alles in Licht hüllt. Wir haben den falschen Eindruck, dass es für alles eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Aber wir haben immer Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Wie hat alles angefangen? Wir haben verschiedene Hypothesen, aber eigentlich wissen wir gar nicht viel. Wo endet das Universum? Was ist hinter der Grenzen des Universums? Nichts? Es ist schwer vorzustellen. Oder was ist das kleinste Teilchen? Wir sprechen über Atomen, Quarks, aber sehr schnell sind wir mehr und mehr verwirrt. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Wenn ich Sonnenuntergänge anschaue und den weit entfernten Sternenhimmel in der Nacht, dann kann ich wirklich nur noch staunen über diese Größe, über diese Weite, über diese Schönheit und Pracht. Wenn ich einen lieben Menschen umarme, wenn ich ein gutes Gespräch führe und mich gesehen und geliebt fühle, dann erfüllt mich all das mit Freude und mit Zufriedenheit. Dann muss ich mich fragen, steckt da wirklich nur ein Zufall dahinter oder gibt es etwas Größeres? Ich glaube, wir können viele weitere solche Fragen stellen. Wir können viele untersuchen. Materie, Antimaterie, schwarze Löcher, Schwerkraft. Das selbst ist unglaublich. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals alles beantworten können. Wie kam etwas aus nichts? Warum alles begann? Die Welt ist geheimnisvoll und verrückt. Ist es Zufall, dass die Sonne genau in der richtigen Entfernung zur Erde ist? Dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist? Dass es Sauerstoff gibt, dass es Wasser gibt? Und dass alles so wunderbar aufeinander abgestimmt ist? Ich für mich kann das nicht glauben. Kannst du das glauben, Tim? Nein, ich glaube, da ist jemand dahinter. Jemand, der Schönheit liebt, der Details liebt, der alles weiß und super kreativ ist. Ja, genau. Jeder Informatiker würde mir zustimmen, dass ein Code programmiert werden muss von jemandem. Also, wer hat deine DNA, deinen Gencode programmiert? Ich glaube, es war Gott, der sich alles erdacht hat, der alles gemacht hat, aus Liebe, weil er dich wollte.
weil er dich auserwählt hat zu leben und weil er möchte, dass du nach ihm suchst und dass du in ihm Erfüllung findest.